Allgemein ist es ja, wie es bei dir auch ist, die sozialen Kontakte im beruflichen oder auch im privaten sind sehr stark eingeschränkt. Ich bin ja sonst immer noch für den Verband sehr stark unterwegs. Das findet immer alles per Videokonferenz statt. Ich bin aber eigentlich ein Mensch, der gerne mit den Leuten persönlich spricht. So, im Moment ist es ja hier so in Deutschland so, dass wir mit Masken einkaufen müssen. Finde ich auch merkwürdig, weil man das gesamte Gesicht nicht sehen kann. Das ist für mich eigentlich auch immer ein Spiegel des gesamten Menschen. Betrieblich, wir haben jetzt hier bei uns im Nachbarkreis einen Schlachthof, der geschlossen worden ist wegen Corona, weil dort 80 Angestellte von 150 sich infiziert haben. Das sind rumänische Arbeiter, die dort als Subunternehmer arbeiten. Da wird ja auch die Schlachtbranche hier in Deutschland ja auch eine ziemliche Veränderung wahrscheinlich zukommen, so wie sich unser Arbeitsminister Heil angekündigt hat. Alltag ist schon, also weniger Kontakt zu Leuten, aber dadurch, dass wir auch im Betrieb hier eine geschlossene Einheit ja sind und nicht viel unbedingt auch Fremdkontakt brauchen, kriegen wir das hin. Also der Lohnunternehmer zum Beispiel, wenn der mit Maschinen zum Arbeiten kommt, der sitzt dann auf so einem Träger nur noch und du telefonierst mit ihm. Das ist schon, man kommt sich so ein bisschen schizophren vor. Du stehst auch 5 Meter auseinander und telefonierst miteinander. Also ich sag mal so, letztes Jahr hätte man gesagt, die Leute hätten reell einander Pfanne. Zu merken ist es bei uns auch, die Schlachterlöse sind runtergegangen von Schlachttieren, die verkauft werden, weil die Gastronomie, also die Restaurants, so nicht mehr die Mengen abnehmen, Kantinen sind geschlossen. Das ist eindeutig zu merken, dass da die Abnahme weggebrochen ist. Bei der Milch gehe ich im Moment davon aus, dass wir einen Preisverfall von 30 bis 35% kriegen. Export soll angeblich wieder anziehen von Milchprodukten. Das weiß ich aber nicht so. Die Käseleger sind voll. Also wir steuern im Moment auf eine ziemliche unsichere Lage in der Vermarktung raus. Keiner weiß, wo es hingeht. Von befreundeten Betrieben, die Erdbeeren oder Spargel haben, weiß ich, da war unheimlich Probleme, Personal ranzukriegen, größere Mengen an Personal braucht, das dazu führt, dass Menschenansammlungen sind, dass da teilweise 20 bis 30% der Felder nicht geerntet werden können, die umgebrochen werden. Zeitgleich drückt der Handel aber auch da die Preise, obwohl das Angebot zurückgeht. Also das belastet uns schon ganz gewaltig. Ob ich unbedingt sagen würde, dass wir jetzt am stärksten davon betroffen sind, sind wahrscheinlich andere Branchen, die sind da viel härter davon betroffen. Landwirtschaft hat aber vielleicht den Vorteil, dass wir das vielleicht schon so ein bisschen kennen. Dürre oder BSE-Krise damals, wir kennen es. Das Problem ist bloß, die letzten Jahre, jetzt speziell, wenn ich so hier meinen norddeutschen Mittelrücken sehe, gerade in den Milchviehbetrieben oder auch in den Schweinebetrieben, ist nicht wirklich Geld verdient worden. Die Reserven sind nicht da. Also die Nerven auf den Betrieben liegen blank. Und wenn jetzt noch die Novellierung der Düngeverordnung dazu kommt, unser Düngerecht, was in Deutschland ja neu gestaltet wird, das führt teilweise zu ziemlichen ja, Niedergeschlagenheit bei den Leuten. Das ist belastet, diese ganze Sache zusammen belastet ganz schön. Und vor allen Dingen, dass die letzten Jahre kein Geld verdient worden ist. Im Moment wissen wir noch nicht, wo das im Sommer hinläuft, wenn noch eine Dürre jetzt dazu kommt bei uns. Und dann noch ein extremen Preisverfall bei unseren Produkten. Das ist existenzbedrohend, ja. Also da denke ich auch manchmal wirklich nach. Und ich merke auch bei vielen Berufskollegen, dass da im Moment die Nerven blank liegen. Ja, das war ja so ein bisschen schade bei unserem Austauschprogramm, dass im Winter ja nicht wirklich so viel passiert. Jetzt ist ja sozusagen eine actionreiche Zeit. Wir sind ja im März, April mit den Frühjahrsarbeiten angefangen. Das war so, dass wir unsere Wiesen und Weiden instand gesetzt haben, Maulwurfshaufen auseinandergestellt haben. Gerade wenn Frost war, ist ja auch die Sache, dass die Grasnarbe hochgeht, dass man sie mit der Walze angedrückt hat. Dann die Frühjahrsdüngung, Frühjahrsbestellung. Wir haben Sommergerste, wir haben Erbsen gedrillt, wir haben Bohnen gedrillt. Nachher im Mai kam der Mais dazu, dass wir den gesät haben. Und letzte Woche haben wir den ersten Grasschnitt gemacht für die Kühe als Futtergrundlage. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Wir hatten auch das Glück, dass wir zum Wochenende Regen hatten. So konnten wir auch noch gut unsere Gülle auf dem Grünland ausbringen, die dann wieder als Nährstoff für den zweiten Schnitt dient.
Was ich gemerkt habe an so einem Programm ist, dass man sich viel mehr nochmal mit der Komplexität, in der wir leben, beschäftigen, gerade mit anderen Nationen. Und wir müssen mehr solche Austauschprogramme machen, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in anderen Wirtschaftszweigen und auch in den Schulen, damit wir Verständnis haben. Verständnis hilft und Kennenlernen hilft gegenüber Angst. Weil wenn wir Angst gegenüber anderen haben, ist das immer ein ganz schlechter Berater und das nährt Vorurteile. Also ich hoffe, dass wir bald die zweite Auflage des Austauschprogramms auf die Kette kriegen, das Coronavirus uns vielleicht mal ein bisschen gnädiger wird, dass wir die Sache in den Griff kriegen, dass wir uns auch wirklich nicht nur um dieses Corona-Problem weltweit kümmern können, sondern dass wir auch wieder die anderen Sachen aufnehmen. Weil wenn das nur noch um Corona sich dreht, dass einfach der Rest ausblutet. Und das ist zum Beispiel auch dieser kulturelle Austausch.